Freunde und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, sind wir heute wieder unterwegs. Und zwar, Wetter ist zwar ein bisschen suboptimal, aber ist nicht weiter schlimm, denn wir sind an der Maginot-Linie und ja, gucken uns heute ein Infanteriewerk an oder Artilleriewerk, weiß ich noch nicht genau, aber das werden wir gleich sehen. Bis gleich. Ja, wir haben im Prinzip das erste Infanteriewerk gefunden. Allerdings ja, ist der Eingang leider nicht mehr so, wie er sein sollte. Da wurden praktisch die Hilfsmittel entfernt, so dass wir da jetzt erstmal so nicht reinkommen. Und vor dem Bunker ist halt ein ganz tiefer Graben. Logisch, damit die halt damals nicht mal so einfach so einen Bunker stürmen konnten. Und ja, daran scheitern wir natürlich auch. Und jetzt laufen wir oberirdisch erstmal zu der zweiten Anlage, in der Hoffnung, dass wir da einen Zugang finden. Ja, und hier haben wir schon die ersten Panzerkuppeln. Und bei der könnt ihr hier schon direkt sehen, dass das Ganze ausfahrbar war. Also man konnte das praktisch nach oben und nach unten anheben, also über eine Vorrichtung im Inneren des Bunkers praktisch verstellen. Und man hatte jetzt hier, das könnte irgendwas Koaxiales gewesen sein, außer vielleicht Pack mit MG. Und dann gab es aber auch noch Beobachtung und nur Pack, glaube ich, gab es auch. Und hier hat man jetzt auch noch mal so eine Glocke. Es gibt verschiedene Arten davon. Und die sind ganz massiv. Ich glaube, so ein Ding ist teilweise, ich glaube, zwischen irgendwas mit 60 bis 100 Tonnen sind die. Ja. Und hier ist, glaube das ist für die Belüftung, wenn ich mich nicht irre. Ja, das wird für die Belüftung sein. Ja, jetzt sind wir praktisch hier erstmal an einem Abschnitt, aber wir müssen noch das Werk finden. Ja, und hier wird es richtig brutal. Wir sind hier im Prinzip im schon fast Niemalsland, wo überall, ich weiß gar nicht, ob man es erkennen könnt, hier diese Spitzen aus dem Boden, diese Stahlspitzen. Und da hinten sieht man auch größere. Hier auch. Überall diese Spitzen. Also hier war im Prinzip so das Niemalsland vor den eigentlichen Bunkern. Ja, wo sich die Soldaten, wenn sie irgendwo angerannt wären, ja, erstmal sich durchkämpfen mussten. Das haben wir gerade leider machen müssen. Wir waren aber vorsichtig. Aber ein falscher Schritt, man fällt hin über so einen Draht und landet dann hier mit seinem Körper auf so eine Spitze und dann ist Feierabend. Ja. Ja, jetzt versuchen wir mal das Ganze hier noch zu finden. So, jetzt haben wir uns hier durchs Dickicht gekämpft und sind jetzt hier scheinbar an dem nächsten Werk. Hier sieht man schon wieder eine Panzerkuppel. Auch wieder für wahrscheinlich Maschinengewehre. Das sind aber keine ausfahrbaren, die sind, glaube ich, fest gewesen. Diese eine Kuppel, die wir vorhin gesehen haben, die wird wahrscheinlich oder zu 100% ausfahrbar gewesen. Die so ein bisschen aussah wie so ein kleines UFO. Ja, jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir jetzt irgendwo hier einen Zugang finden. So, jetzt sind wir endlich angekommen. An dem zweiten Infanteriewerk von der Maginot-Linie. Und hier ist leider auch schon schießschadentechnisch die Hälfte verschlossen. Und hier seht ihr auch noch mal
diesen riesigen Graben. Und das war das Problem bei dem anderen Werk. Da war hier aufgebrochen alles. Nur, wie will man jetzt hier rüberkommen? Ich bin jetzt fast 2 Meter. Und ja, das ist mindestens 3, wenn nicht sogar 4 Meter, würde ich sagen. Und da muss man ja irgendwie hier rüberkommen. Geht vielleicht hier noch so an der Ecke, aber das ist ganz kriminell, weil man sich jetzt hier schon nicht mehr richtig festhalten kann. Ein Seil ist mit am Start, aber man bräuchte was, wo man drauf treten kann. Aber ja, gucken wir mal. Hier sehen wir wahrscheinlich noch was für Elektrik, so wie es aussieht, weil da oben sind irgendwie Anschlüsse drin, die dann wahrscheinlich in das Rohr dann rein verlegt wurden. Ja, und das scheint jetzt halt ein Infanteriewerk zu sein, ne? Hier hat man jetzt die Schießscharten für MG und so weiter. Und hier oben seht ihr auch noch mal, da im Prinzip wäre jetzt die Stromtrasse hergegangen. Und dann hier oben rein. Ja. Gehen wir mal hier nochmal durch die Büsche. Also das sind ja richtige Bokarschecken. Also hier mal so eben durchkommen, ist auch schwierig. Ja, und hier gestaltet sich das ähnlich. Aber da unten scheint ein Zugang zu sein. Ja, da unten ist ein Zugang. Da ist ein Zugang. Aber wir haben hier immer noch unsere 4 Meter nach unten. Das könnte man sogar auch fast noch schaffen, da reinzukommen. Aber tja, hier bräuchte man jetzt halt so eine Art Treppe. Ja, gucken wir mal. So, dann sind wir jetzt hier nochmal zurück zu dem ersten Infanteriewerk. Ja, und hier ist praktisch die gleiche Miserie, ne? Man sieht ja auch hier schon das Gitter. Hier geht es wieder ganz tief nach unten. Da sieht man sogar noch eine Einschlag, eine Einwirkung von irgendeinem Geschoss. Ne, diese Verformung da und diese Absplitterung zur Seite halt, von Granatsplittern dann wahrscheinlich. Ja, zu der Maginot-Linie allgemein ist zu sagen, dass die halt zwischen 1930 und 1940 gebaut wurde. Und ja, infolge des Ersten Weltkriegs von den Franzosen, um halt, ja, die hatten ja natürlich auch sehr starke Verluste in der Bevölkerung, und um einfach die Frontlinie weiter zu verkürzen, um gegebenenfalls einem erneuten Angriff entgegenzuwirken, haben sie halt auf breiter Front diese Maginot-Linie errichtet, um beim Angriff halt dann entsprechend geschützt zu sein. Leider war das Ganze aber dann auch schon wieder veraltet und wurde letztendlich von den Deutschen auch dann umgangen über die Ardennen und halt auch zum Teil über Belgien. Ja, und somit hat es das im Prinzip dann schon nutzlos gemacht. Ja, und hier seht ihr jetzt nochmal die Misere. Also hier rüber sind die Leute halt eingestiegen. Hier wurde die Schießscharte praktisch entfernt oder ausgehöhlt. Ja, und hier war eigentlich was verbunden, um hier rüber zu kommen. Ja, das meiste liegt jetzt hier unten. Tja, wir können jetzt eben nochmal philosophieren, ob man hier noch irgendwas reißen kann. Ansonsten, ja, stehen wir halt draußen. Ja, also hier haben wir jetzt auch nochmal diese riesigen Kuppeln. Die sind so massiv. Das ist wirklich Wahnsinn. Hier ist die nächste. Ja, und das ganze Gestrüpp
Diese ganzen Bokaschecken, sag ich jetzt mal, die müsst ihr euch im Prinzip wegdenken. Die gab es ja damals dann auch nicht. Damit natürlich auch überall entsprechende Sicht war. Ja, zu der Maginot-Linie allgemein ist halt auch noch zu sagen, ach, hier hat man jetzt auch noch so ein kleines Blockhäuschen, nannte man das, glaube ich auch. Das waren im Prinzip nur so Unterstände, die jetzt auch von der Dicke des Betons ja, auch nicht richtig geschützt haben, sage ich jetzt mal, also nur unzureichend geschützt waren. Das waren im Prinzip so Einmann-Unterstände, mehr zur Beobachtung, vielleicht auch mal ein MG oder sowas, ohne jetzt weitere Unterkünfte für Mannschaften. Ja, und hier hätte man jetzt runtergehen können. Und auf der anderen Seite hatte man, ich weiß jetzt nicht, ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gesehen gehabt, da hätte man über so eine Art Brücke wahrscheinlich diesen kleinen Graben vor dem Werk hier überschreiten können. Ja, weil da ist das Geländer. Und dann ging es ja hinten rum und da war ja noch eine Tür. Können wir vielleicht gleich nochmal gucken. Und da konnte man wie so eine, über so eine Art kleine Brücke wahrscheinlich den Graben halt überwinden. Ne? Ja, und wie gesagt, bei der Maginot-Linie waren das dann zum Teil, als die Deutschen, so, jetzt seht ihr mich wieder, dass die Deutschen halt einzelne Abschnitte, einzelne Werke halt so isoliert haben, dass die ja im Prinzip auch nicht die komplette Kampflinie auseinandernehmen mussten, sondern ja, nur an gewissen Punkten. Und es gab halt viele französische Kommandeure in den Werken, die haben halt noch länger ausgehalten, aber es war für die Katz, also letztendlich hätten sie das ganz lange halten können, weil diese Systeme so autark gestaltet wurden. Da waren richtig viele Lebensmittel drin und auch mit der Luftzirkulation und gegen Gasangriffe waren die dann schon ganz gut geschützt aufgrund ja, den Lehren, die man aus dem Ersten Weltkrieg gezogen hat. Ja, und ja, und die waren praktisch da drin, konnten aber nichts mehr bewirken. Ne? Haben halt irgendwann mal aufgegeben, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. Und deshalb brauchten die Deutschen dann auch nicht weiter Energie reinstecken, um diese Werke zu knacken. Ne? Ja, also leider ist keiner reinkommen. Wir machen jetzt noch ein paar Fotos und dann war es das leider hier in der Location. Ich sehe gerade nochmal da oben an der Panzerkuppel, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, da seht ihr auch Einschläge und ja, wenn die in so einem Stahl einschlagen, waren das schon ja, sehr extreme Geschosse zum Teil. Ne? Gut, konnten trotzdem jetzt da nichts bewirken, aber trotzdem gab es dann halt hier an der Stelle zum Beispiel Kampfhandlungen. Ne? Nicht auf der kompletten Maginot-Linie, aber an vielen Punkten gab es schon Kampfhandlungen. Ja, und hier, das ist das, was ich euch nochmal zeigen wollte. Hier gab es wahrscheinlich, man sieht es ja hier auch an der Aussparung, gab es hier wahrscheinlich wie so eine Art Zugbrücke, die man hier runter, also so stelle ich mir das vor, ich weiß es jetzt nicht wirklich, aber würde ja sonst keinen Sinn machen. Wie sollen die Soldaten sonst hier reingekommen sein? Das war ja letztendlich eigentlich, glaube ich, der einzige offizielle Eingang. Vielleicht noch hier unten, wo diese Stahltür ist. Oder diese, ja, diese Stahlplatte, die hier vernietet ist. Ja. Na gut. Dann war es das im Prinzip. So. Ja, leider sind wir nicht reingekommen. Da wollte man jetzt auch kein Risiko weiter eingehen. Also man hätte sich jetzt irgendwie sicherlich noch einen großen Baumstamm irgendwo herziehen können mit aller Gewalt. Aber ganz ehrlich, das ist uns dann auch nicht wert. Und man hätte jetzt auch irgendwie diesen Baumstamm da
rüberziehen müssen, weil die Gefahr ja immer besteht, dass dann einer hinkommt und nimmt das weg und dann stehst du vom Graben. Wie kommst du dann rüber? Ne? Also da bringt auch das Seil nicht viel, weil man muss es auch irgendwo befestigen können und du hast da nur glatte Wände und dann kommst du nicht aus dem Graben. Ich meine, es ist auch eine Verteidigungseinrichtung und die ist halt dafür konzipiert halt, ne? Und die funktioniert dann halt auch in der Neuzeit. Also von daher ist nicht schlimm, es war trotzdem toll. Und das ist ja jetzt nicht die einzige Anlage, die einzigen Werke, die es gibt. Da werden wir bestimmt noch das ein oder andere besuchen. Da würde ich sagen, wir sehen uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Video.